himmlischer Vater, Thank you, Lord, for this new life. danken dir, Herr, für diesen neuen Tag des Lebens. Lord, please guide us through this day, through this morning study. Und bitte, Herr, führe uns durch diesen Tag und durch dieses Morgenstudium. Help us with everything else today. Sorry. Help us with everything else today. Und bitte hilf uns auch mit allen anderen Dingen heute. In the name of Jesus, amen. In Jesu Namen. Amen. Has everybody got the notes? Jeder die Notizen. Okay, let's go to the first quote. Lass uns zum ersten Zitat gehen. And it says, I was shown the inhabitants of the earth in the utmost confusion, war, bloodshed, privation, want, famine, and pestilence were abroad in the land. As these things surrounded God's people, they began to press together and to cast aside their little difficulties. Self-dignity no longer controlled them. Deep humility took its place. Suffering, perplexity, and privation caused reason to resume its throne, and the passionate, unreasonable man became sane and acted with discretion and wisdom. My attention was then called from the scene. There seemed to be a little time of peace. Once more the inhabitants of the earth were presented before me, and again everything was in the utmost confusion. Strife, war, bloodshed, with famine and pestilence. Raged everywhere. Other nations were engaged in this war and confusion. War caused famine, want and bloodshed caused pestilence. And then men's hearts failed them for fear, and looking after those things which are coming on the earth. So, we know that these two times of trouble is marking the Sunday law crisis, which is the last week of Christ. Wir wissen, dass diese zwei Zeiten der Trübsal die Sonntagsgesetzkrise darstellt, was auch die letzte Woche von Christus ist. And in the middle of that, there's this little time of peace. Und in der Mitte davon gibt es diese kleine Zeit des Friedens. Now, we know that we're in this type marking from 2014, so there's no Sunday law at this point. Und wir wissen, dass wir seit 2014 in einem Typus davon sind. Wir haben also kein Sonntagsgesetz. So, we've been speaking about this sign right here. Und wir haben ja das letzte Mal über dieses Zeichen hier gesprochen, was wir sehen müssen am Mitternacht. Because you read the sign of Cestius surrounding Jerusalem. Denn das Zeichen ist ja Cestius, wie er Jerusalem belagert. You know, and as Cestius surrounds Jerusalem, the waiting Christians, they wait for the promised sign so that they can escape. And when Cestius flees, right? Also wenn Cestius kommt, dann warten die Christen auf das versprochene Zeichen, wo Cestius dann flieht. They know that that's their sign to flee to the refuge city. Und wenn right? er flieht, dann wissen sie, dass es ihr Zeichen ist, jetzt auch zur Zufluchtsstadt zu fliehen. However, Jedoch, we're in this time, there's no Sunday law, so there's no Roman army fleeing away for us to see, right? jedoch gibt es ja jetzt zu unserer Zeit kein Sonntagsgesetz, deswegen gibt es in dem Sinne keine römische Armee, die dann wegflieht, dass wir das sehen können. But what do we have? Aber was haben wir? Sorry? People try to conquer Rome. No. Just one step at a time, right? We got no Roman army fleeing away, but what do we have? Es ist keine römische Armee, die wegflieht, aber was haben wir? So, no, what did you say first? Pestilence. Pestilence, right? Wir haben diese Pest. Do we see that there's a pestilence? Können wir Yeah, sehen, well, dass, that wasn't a difficult question, right? wir sehen, dass wir diese Pest haben. The time of trouble, it's war, rumors of wars, pestilence and famine, right? Also Krieg, Kriegsgerüchte und Pest und Hungersnot. So, what we do see is the pestilence. And the pestilence, the First World War goes from when to when? Und von wann bis wann ging der Erste Weltkrieg? 14 to 18. 1914, right? Von 1914 bis 1918. So, the first time of trouble ends in 1918, right? Die erste Zeit der Trübsal endete dann 1918. So, the fact that this pestilence
just appears on the scene right now, what does it tell us? Die Tatsache, dass jetzt diese Pest hier plötzlich auftritt, was sagt sie uns? We're near the end of the first time of trouble, right? Wir sind kurz vor dem Ende der ersten Zeit der Trübsal. How do we know that? Woher wissen wir das? Because the Spanish flu came in 1918, Weil right? die spanische Grippe 1918 kam. Okay, but it's once we read in that quote, what stops at the little time of peace? Was haben wir im Zitat gelesen? Was endet dort zur kleinen Zeit des Friedens? Not just pestilence, the war, famine, pest, everything stops and then it comes back again, Also right? nicht nur die Pest, sondern alles, Krieg, Hungersnot und so weiter und so fort, alles stoppt und wird dann aber wiederkommen. So what's our sign? Was ist also unser Zeichen? Right, the pestilence stopping, that's the sign, right? Dass diese Pest aufhört, das ist Teil des Zeichens. That will mark the point where you will see Brother Jeff going into the cities, right? Das wird dann auch der Punkt sein, wo du sehen wirst, wie Bruder Jeff in die Städte geht. Why will he not be going in now? Warum geht er denn jetzt nicht? Well, firstly, because it doesn't go along with the prophetic narrative. Zunächst einmal, dass es nicht im Einklang ist mit der prophetischen Erzählung. And secondly, he's probably not able to because all the cities are going to be on lockdown, right? Und weil er vermutlich auch gar nicht in der Lage ist, weil die ganzen Städte abgesperrt sein werden. And what has been banned? Und was ist verbannt worden? No, travel has not been banned. Together. Gatherings, right? Zusammenkünfte. You can still get in a car and travel someplace. You can still walk and all the rest of it. Gatherings has been banned, right? Also du kannst immer noch in ein Auto steigen und irgendwo hinfahren oder spazieren gehen, aber Versammlungen sind verboten. So, if all the gatherings have been banned, then you have no audience, right? To warm, right? Und wenn deine ganzen Zusammenkünfte verboten sind, dann hast du auch keine Zuhörerschaft, die du warnen kannst. All right. So, it's very clear in the Lord's providence that He's directing things, not anybody else, right? Also sehr klar, wie der Herr das in seiner Vorhersehung führt. Er leitet das alles und nicht irgendjemand anderes. Now, next point, Nächster Punkt. next quote from Desire of Ages 698. Das Zitat hier aus Leben Jesu, 600 irgendwas? 98. It says, Annas was the head of the officiating priestly family, and in deference to his age, he was recognized by the people as high priest. Right? So, what was Annas the head of? Wovon war Annas das Haupt? Sorry? He was the head of the priestly family, right? War das Haupt der Priesterschaft. Okay, that's the only part I wanted you to read about that. Das So- ist, was ich jetzt hier rausnehmen wollte. So let's put here, we've got Annas Wir haben jetzt hier Annas and und noch Kaiaphas. right, Annas and Caiaphas, right? What do they represent for Was us? stellen Sie da? Well, they're not the two popes are the external, right? These are the internal, right? Also es sind diese internen zwei Päpste. Annas was but he was a Pharisee, right? Annas war dieser Pharisäer. Caiaphas was a Sadducee. Kaiaphas war ein Sadduzäer. And what do we understand the Pharisees and the Sadducees represent? Und was verstehen wir? Was stellen die Pharisäer und Sadduzäer dar? Conservatives and liberals. Conservatives and liberals, right? Die Konservativen und Liberalen. So, above this one, whose name would we put in our time? Jeff, right? Also wen würden wir darüber schreiben? Jeff. And above this one, Und über wen hier? Wen who darüber? would we put here, Daniela, and why?
Deswegen würden wir darüber schreiben. Und Why? Warum? Because he will reject. What else? What does liberal mean? Was bedeutet liberal? What's he saying about all the girls? Was sagt er zum Beispiel, was sollen die ganzen Schwestern tun? Yeah, they can wear pants, they can be ordained, and all this sort of nonsense, right? And he's already given up the Sabbath, right? Sie sollen sogar Hosen tragen, sie können eingesegnet werden und sind kurz davor, den Sabbat aufzugeben. Okay, so, but Annas was the head of the priestly family, and he was the old high priest, right? This is the new high priest. Und Annas war der Kopf der Priesterfamilie, er war der alte Hohepriester und Kaiaphas war der neue Hohepriester. Right? So, but he was still regarded by many as the high priest. That's what it says, right? Aber Annas wurde immer noch bei vielen als der Hohepriester betrachtet. Okay, go to the next quote Gehen wir zum nächsten Zitat. from 12 letters and manuscripts. It says, because Jesus had rebuked the hypocrisy and avarice of the chief priests and rulers, they evidenced a most bitter hatred against him. Okay, so who was Jesus rebuking? Wen hat Jesus getadelt? Chief priests and rulers, right? Die Hauptpriester oder die ersten Priester und die Herrscher. So, who would be the chief? Who would be the chief priest? Ah, Wer wäre jetzt hier, wer wären diese Hauptpriester hier? okay, why? Also Jeff, warum? He was considered the high priest of the priestly family. Okay, he was the head of the officiating priestly family, right? Er war das Haupt der Priester, die gerade gedient haben. And you'll see in a moment. It says, because Jesus had rebuked the hypocrisy and avarice of the chief priests and rulers, they evidenced a most bitter hatred against him. So, it's a group of people, and it's likened unto they, right? They had a bitter hatred against him, right? Also es ist hier eine Gruppe von Leuten, also die Hauptpriester und die Herrscher, die jetzt hier diesen bitteren Hass gegen Jesus gehegt haben. But I want you to see that the they are the Pharisees. Und das ist jetzt eine Gruppe und die wird als sie dargestellt. Und ich möchte euch jetzt sehen lassen, dass diese sie sind die Pharisäer. And I'll show you that in a moment. It says, Das zeige ich euch gleich. the Sadducees were still more bitter, although Jesus had not directed against them so plain and decided as a reproof. So what's it doing for us now? Also was macht das jetzt für uns hier im nächsten Satz? Die Sadduzäer. It's shown us that the first group that he rebuked that were very bitter against him was the Pharisees, Das right? zeigt uns, dass die erste Gruppe, die er getadelt hat, die sehr bitter gegen ihn war, Because Pharisäer waren. the Sadducees, it says, right, were more bitter against him, even though he had not rebuked them as much, Weil right? dann sagt sie nämlich im zweiten Satz, dass die Sadduzäer noch verbitterter gegen Jesus waren, obwohl Jesus sie nicht so direkt getadelt hat. Against the Pharisees, right? But so you got these two groups, right? The Pharisees who were bitter against Christ, but the Sadducees who were more bitter against him, Deswegen right? wir haben die Pharisäer, die bitter gegen Christus waren, und dann die Sadduzäer, die noch verbitterter gegen ihn waren. Okay, so Jeff, the conservative, claims to stand on the original foundation, right? But he's the Pharisee, right? Jeff ist der Konservative, er behauptet noch immer auf dem originalen Fundament zu stehen, aber er ist dieser Pharisäer. And then you got Parminder. He's the liberal, doesn't really care. He's given up the Sabbath, doing away with all the reforms, right? Und Parminder ist dann derjenige, der dieser Liberale ist, der nicht wirklich sich um diese Sachen so schert. Er gibt den Sabbat auf und die ganzen Reformen und so weiter und so fort. Okay. Go to the. Go to the next quote Gehen wir from zum Desire of Ages 405. nächsten Zitat, Leben Jesu 405, also DA 405. It says, the two sects
had been at bitter enemy, had been at bitter enmity, right? So, are these two sects right now at bitter enmity with each other? Sind diese beiden Gruppen oder Sekten jetzt hier in großer Feindschaft zueinander? Yes, right? Ja. They're doctrinally opposed to one another. Sie Right? sind von der Lehre her gegeneinander gerichtet. But look what it says. It says, the Sadducees courted the favor of the ruling power in order to maintain their own position and authority. So haben wir den zweiten Satz jetzt gelesen. Right? So what did the Sadducees do? Also was haben die Sadduzäer gemacht? What do they do? What does it say they do? Was steht es hier? Was haben sie gemacht? Courted the ruling power, so they will try to They will try make a connection. They will try to be in agreement with the civil powers, right? So to, Versuchen irgendwie mit der Staatsmacht in Übereinkunft zu kommen. but let's see the contrast, right? It says, Aber lass uns den Kontrast dazu sehen. the Pharisees, on the other hand, fostered the popular hatred against the Romans, right? Aber die Pharisäer dann, die haben sich diesen Hass gegen die Römer ergeben, deswegen sie haben das nicht versucht zu tun. So, they hate the Romans. They will make concessions to be at peace with them, right? Also diese Gruppe, sie hasst die Römer, aber die andere Gruppe, sie wird sozusagen bereit sein, Zugeständnisse zu machen, um in Frieden mit ihnen zu sein. What's interesting, I don't know whether it's in the Desire of Ages, but Sister White writes about the claims that the Pharisees made against Christ and to the Romans. They were actually the very same things that they were guilty of, because they said he's committing treason, he doesn't like the Romans, all these things, but it was Pharisees who didn't like the Romans at all. Also Ellen White beschreibt das, als die Pharisäer dann auch Jesus ausgeliefert haben vor die Römer, haben sie ihn angeklagt, er ist ein Aufruhrstifter, der mag die Römer nicht und so weiter und so fort. Und in Wirklichkeit war das ja das, was sie selbst gehegt haben in ihrem Herzen. Okay. So, cestus is a sign, right? Cestius ist ein Zeichen, richtig? What's cestus a symbol of? Und wofür steht Cestius symbolisch? Yeah, but cestus, where did he come from? Sonntagsgesetz, aber Rome, was für eine right? Macht ist er? Er ist Rom. And he was a sign, right? Und er war ein Zeichen. So, okay, so if I put Cyrus here, right? What's the difference? Und wenn ich jetzt hier noch Kyros dazu vergleiche, was ist der Unterschied? What was Cyrus? No. Just Sein. he was a sign, Also right? Kyros war auch ein Zeichen. Okay, but what was the difference between what was Cestus surrounding and what was Cyrus surrounding? Aber was war der Unterschied? Wen hat Cestius umlagert und wen hat Kyros umlagert? Jerusalem and Babylon, right? Cestius hat Jerusalem umlagert, Kyros hat Babylon So umlagert. Cyrus, okay, let's take this over here, right? We know that Cestus is Rome, right? Cestus surrounds Jerusalem, Also Cestius umlagerte Jerusalem, and Cyrus surrounds Babylon, right? aber Kyros hat Babylon umlagert. Okay, so what does Sister White do with these two, the destruction of Babylon and the destruction of Jerusalem? Und was macht Ellen White mit diesen beiden Geschehnissen, mit der Zerstörung Jerusalems und Babylons? They're both marking the destruction at the end of the world, right? Sie sagt, sie beide stellen die Zerstörung der Welt hier am Ende der Welt dar. So what's the difference? Und was ist der Unterschied? Well, Jerusalem says, and I sit a queen and shall see no sorrow, right? Jerusalem sagt, ich sitze als eine Königin und werde kein Leid sehen. Babylon says, I sit a queen and shall see no sorrow, Und right? genauso sagt das auch Babylon. But they're both representing the same destruction, right? Aber beide stellen dieselbe Zerstörung dar. But why now is Jerusalem and Babylon being put together as the same destruction? Aber warum wird jetzt Jerusalem und Babylon zusammengefügt und soll dieselbe Zerstörung darstellen? Okay, so the question is, right, who died in the destruction of Jerusalem? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wer starb bei der Zerstörung Jerusalems?
Jews, right? Juden. So when the sign of Cestus comes, right, and Cestus flees away, who goes to fight against Rome? Also, als jetzt Cestius kam, dieses Zeichen, und er dann wegfloh, wer kämpfte dann gegen Rom? Wer kam ihm hinterher? Das war No, wrong answer, right? It's those Jews that hated the Romans. Das sind diese Right? Juden, die die Römer gehasst I mean, haben. not the Christians. No, look, I'm dealing with these two groups here, right? It's these Jews that hate the Romans, Das right? waren diese Juden, die die Römer gehasst haben. That's why all those symbols are there. They're teaching us something, right? Deswegen sind diese Symbole ja alle dort vor Ort. Sie lehren uns alle etwas. These are the ones here that hate Rome, right? Diese Gruppe ist die Gruppe, die Rom hasst. Now, in this quote about the Omega Posse, they go into the cities, they do a wonderful work. What do they give up? Und in dem Zitat, wo es steht, dass sie in die Städte gehen, dieses wunderbare Werk tun, was geben sie da auf? They give up the Sabbath. Sie geben Who's den Sabbat that? auf. Wer ist das? Welche That's Gruppe? this group, right? Das ist diese Gruppe hier. So, Cestus surrounding Jerusalem is about the Sabbath, right? Und dass Cestius Jerusalem hier umlagert, da geht es ja um den Sabbat. Right? This is about a people here that refuse to bow down and give up the Sabbath, right? Deswegen diese Geschichte handelt also von einem Volk oder einer Gruppe, die es ablehnen wird, vor dem Sonntagsgesetz niederzufallen. But what's wrong with that? Aber was ist damit verkehrt? They do it in their own strength. Christ is not with them, Sie right? tun es in eigener Kraft und Jesus ist nicht mit ihnen. The Jews that fought against the Romans in the destruction of Jerusalem, did they think that God was with them? Die Römer, als sie gegen die Römer dann hier gekämpft haben, also die Juden, als sie gegen die Römer gekämpft haben, haben sie gedacht, dass Gott mit ihnen wäre? Yes. Yes, right? Ja. But it was a delusion, right? Das war eine Täuschung. But okay, so my next question is, what makes you a Babylonian? Also meine nächste Frage ist, was macht dich zu einem Babylonier? Three things. Okay, what three things? 3 Dinge, und was sind die? Sabbath, immortality of the soul, and rejection of the truth. Okay, so let's begin with the immortality of the soul. What does Also einmal die Sonntagsheiligung, die Unsterblichkeit der Seele und die Verwerfung der Wahrheit. Lass uns mit der Unsterblichkeit der Seele anfangen. so when you have a wrong understanding of the immortality of the soul, what does it lead to? Also wenn du ein falsches Verständnis oder wenn du glaubst, dass die Seele unsterblich ist, zu welchen Schlussfolgerungen kommst du dann? Spiritualism, right? Du bist offen für den Spiritismus. Okay, which yeah, I'm not denying that point, but it leads to spiritualism, right? Das führt dich letztendlich zum Spiritismus. Rejection of the Sabbath, also, and the last one is the rejection of the truth, right? Und ein Babylonier verwerft auch den Sabbat und auch noch die Wahrheit. So, which one of these two is giving up the Sabbath? Welche dieser beiden Gruppen wird den Sabbat aufgeben? Second. This one, right? Die Sadduzäer, die Liberalen. And they're the spiritualists, Und right? das sind die Spiritisten. And they're also rejecting the truth, right? Sie werden ja auch die Wahrheit verwerfen. So, who are these? Wer sind sie? Babylonians. They become Babylonians, right? Sie werden zu Babyloniern. Right? So, these are the ones that will die in the destruction of Babylon. These are the ones that die in the destruction of Jerusalem. Also diese Gruppe wird die Gruppe sein, die bei der Zerstörung Babylons umkommen wird. Und diese Gruppe wird die Gruppe sein, die in der Zerstörung Jerusalems umkommen wird. So, when Cestus flees away here, Wenn Cestius hier hinwegflieht, okay, or when we see this pestilence flee away, who's going to go into the cities? oder wenn wir auch sehen, wie diese Pest hinweg geht, wen werden wir dann sehen, die in die Städte gehen werden, zu diesem Zeitpunkt? Margaret, who's going to go in? Why? Und Jeff wird es machen, also Jeffs Gruppe. Warum? Why? Because he said it already. Because what? Yeah. No, you got to know why you're saying it. You're saying Jeff, but why? Also du sagst Jeffs Gruppe, aber warum? Can't just say something. You have to have a reason why you're saying it, right? Wir können es ja nicht einfach nur sagen, sondern wir müssen ja auch einen Grund haben, warum wir das sagen. Lucia, why? Because he will die in the destruction of Jerusalem.
Yes, because they die in the destruction of Jerusalem. They are the ones that fight against the Romans, right? Weil es ist ja die Gruppe, die in der Zerstörung Jerusalems umgekommen ist. Das ist also diese konservative Gruppe. Und es waren diejenigen, die den Römern hinterhergegangen sind. Okay, and also, is Jeff preparing to go into the cities? Und sehen wir das nicht auch, dass Jeff jetzt gerade derjenige ist, der sich vorbereitet, in die Städte zu gehen? Yes, right? Ja. And they're going to go in there and tell them in Nashville that there's an atomic bomb about to go off this year, right? Und sie werden ja nach Nashville reingehen und sagen, dass dieses Jahr im Juli eine Atombombe dort explodieren soll. We can't even begin to imagine the consequences that that will have, Und wir right? können uns gar nicht die Konsequenzen davon wirklich vorstellen, die daraus resultieren werden. So the point is, right, we have this pestilence, right, that is going to go, and at this point right here, it will cease, right? Deswegen diese Pestilenz, diese Krankheit jetzt, diese Corona, wird hier aufhören um Mitternacht und It marks the point of the beginning of the little time of peace, das right? markiert dann auch den Punkt für die kleine Zeit des Friedens, wo sie anfängt. Right? Richtig? So we can clearly identify this sign right here that we need to see, right? Deswegen wir können dieses Zeichen also sehr deutlich identifizieren, was wir sehen müssen. And then we have to flee, right? Und dann müssen wir fliehen, Who's coming for us right there? denn wer kommt dort hinter uns her? Yeah, the destroyer, right? Der Zerstörer. And you need to be in the refuge city before the destroyer comes, right? Und du musst in der Zufluchtsstadt sein, bevor der Zerstörer kommt. Okay, now go to the next point, right? Next quote from Christ Object Lessons 412. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat von Christi Gleichnisse 412. Der nächsten Seite. It says, "It is in a crisis that character is revealed. When the earnest voice proclaimed at midnight, 'Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him,' and the sleeping virgins were roused from their slumbers, it was seen who had made preparation for the event. Both parties were taken unawares, but one was prepared for the emergency. The other was found without preparation. So now, a sudden and unlooked for calamity, something that brings the soul face to face with death, will show whether there's any real faith in the promises of God, will show whether the soul is sustained by grace. The great final test comes at the close of human probation, when it will be too late for the soul's need to be supplied." So we know that that's right here, right? Also wir wissen, das ist genau hier. We know that this trouble that's going to cease right here is going to begin again right here in this time, right? Wir wissen, dass diese Trübsal, die an Mitternacht aufhören wird, dann hier ab dem Mitternachtsruf wieder anfangen wird. And right here we'll come face to face with death. Und genau hier werden wir mit dem Tod ins Angesicht kommen. Okay, but there's no Sunday law in this time, in our time, right? Aber in unserer Zeit gibt es ja noch kein Sonntagsgesetz. So, has to be illustrated in some way, right? Aber es muss ja irgendwie trotzdem illustriert werden. So, right here, this is your last opportunity to make that preparation, right? Diese kleine Zeit des Friedens wird deine letzte Zeit oder deine letzte Möglichkeit sein, diese Vorbereitung noch zu treffen. Christ is going to come and wash our feet. Right? Christus wird ja da kommen und unsere Füße waschen. And it will be seen who accepts that and who doesn't accept that in this test, Und right? es wird dann offenbar werden, wer das annehmen wird und wer es nicht annehmen wird, wenn dieser Test kommt. So I just want to keep your point. When the crisis comes, you come face to face with death, right? Ich möchte nochmal diesen Punkt festhalten, dass wenn die Krise kommt, dann wirst du mit dem Tod ins Angesicht kommen. And it's going to be seen if you've got any real faith in the promises. Und es wird dann offenbar werden, ob du wirklich wahren Glauben an die Verheißung hast. Right. Go to Job, Gehen wir jetzt chapter 2. zu Hiob Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Job 2, verse 1. Hiob 2 beginnt im Vers 1 bis Vers 10. Okay, I'll just read it for the sake of time. It says, "Again there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. And the Lord said unto Satan, From whence comest thou? And Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, from walking up and down in it.
And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil? And still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause. And Satan answered the Lord and said, Skin for skin, yet all that a man hath he will give for his life. But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand, but save his life. Bis Vers 6 haben wir jetzt gelesen. So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Vers 7. And he took him a potsherd to scrape himself withal, and he sat down among the ashes. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. So, Bis Vers 10. 2 tests of Job, right? Zwei Tests, die der Hiob hatte. First test is here, tested about all his family and friends, all his belongings, right? Der erste Test ist ja hier, dieser erste Test, wo er anhand seiner ganzen Familie und seiner Besitztümer und all solche Sachen getestet wurde. But the second test is your own life also, Aber right? der zweite Test, der geht dann auch um dein eigenes Leben. So the Lord said that he could go forth and do what to Job? Und der Herr hat dem Teufel gesagt, du kannst vorwärts gehen und was mit Hiob tun. No, it says, Satan said that. The Lord allowed him to go forth and do whatever he wanted to do, but he was to save his life, right? Also, Satan wollte sein Leben anrühren und Gott hat ihm erlaubt, vorwärts zu gehen und alles mit ihm zu tun, aber sein Leben noch zu verschonen. So what did Satan do to Job? Was hat Satan dann dem Hiob angetan? No, he smote him with boils, right? In Vers 7 steht, er hat ihn mit Beulen geschlagen. He smote Job with boils, right? From the bottom of his feet to the top of his head, right? Also vom Kopf bis Fuß war er dann voller Beulen. Okay, so now was Satan allowed to kill Job? Nun hatte Satan die Erlaubnis, Hiob zu töten. No. Nein. But we will see this point, right? So that's Job's test. Now go to Job chapter 42. Das ist jetzt Hiobs Test gewesen. Gehen wir jetzt zu Hiob 42. Begin in verse 5. Wir fangen dort in Hiob 42 in Vers 5 an. And this is right at the end of his test, right? Verse 5 bis 10 und das ist am Ende von Hiobs Test. Job says, I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee, wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. And it was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against thee and against thy two friends, for ye have not spoken of me in the thing that is right, as my servant Job hath. Therefore take unto you now 7 bullocks and 7 rams, and go to my servant Job, and offer up for yourselves a burnt offering, and my servant Job shall pray for you. For him will I accept, lest I deal with you after your folly, in that ye have not spoken of me the thing which is right, like my servant Job. So Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite went and did according to the Lord commanded them. And the Lord also accepted Job. And the Lord turned the captivity of Job, when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. So at the end, what does Job get? Am Ende, was hat Hiob erhalten? He gets freed from his captivity, right? Er ist befreit worden von seiner Gefangenschaft. Right? That's what it says. He gets Das- freed from his captivity. Das ist ja, was hier geschrieben steht, er ist befreit worden von seiner Gefangenschaft. Okay? And he then prays for his friends, right? Und er betet dann für seine Freunde. And as he does that, he receives double, right? Und als er das dann tat, hat er das doppelte Maß zurückerhalten.
So when Job is now interceding for those three friends that had been persecuting him, who does he now represent? Als Hiob jetzt anfing, für seine 3 Freunde zu beten, die ihn verfolgt haben, wen stellt er dann dar? He's like Christ, right? Er hat jetzt einen Charakter wie Jesus. Okay, so once Job goes through this test, he gets freed from his captivity, he receives double, and he's now interceding for his enemies, right? His former enemies. Right? Nachdem Hiob durch seinen Test gegangen ist, wird er von seiner Gefangenschaft befreit, er erhält das Doppelte und er fängt an, Fürbitte zu tun für seine Freunde. Next quote, Patriarchs and Prophets. Nächstes Zitat des Patriarchen Propheten. It's about Moses when he was in the grave. Es handelt hier von Mose, als er im Grab war. Who was Moses a type of? Wen hat Mose vorausgeschattet? Type of Christ, right? Christus. So let's read. It says, in consequence of sin, Moses had come under the power of Satan. Did Job come under the power of Satan? Ist Hiob auch unter die Macht des Satans gekommen, wie Mose hier? Yes, right? In his own merits, he was death's lawful captive. What was he? Was war er? Death's lawful captive, right? Er war der gesetzmäßige Gefangene des Todes. So when Moses was in the grave, what was he in? Als Mose also im Grab war, in welchem Zustand befand er sich? He was in captivity, right? Er war in Gefangenschaft. But he was raised to immortal life, holding his title in the name of the Redeemer. Moses came forth from the tomb glorified and ascended with his deliverer to the city of God. Right? So Moses was a captive. Also Mose war ein Gefangener. Because we know that this is the grave experience, and I'll confirm that in a moment. Denn wir wissen, dass es ja hier diese Erfahrung, wo du symbolisch gesehen bist, im Grab bist, und das werde ich gleich noch bestätigen. Okay, so Moses was a captive, and at the end he came out glorified and he ascended up to the Lord, right? Mose war also hier dieser Gefangener und am Ende kam er dann glorifiziert hervor und ist zum Herrn aufgestiegen. Okay, so when Elijah passes over to Elisha here, what happens? Und wenn hier in dieser Zeit Elia dem Elisa den Dienst übergibt, was passiert dort? So he smites the waters here, right? Er schlägt hier einmal am Anfang die Wasser. Okay, and then he passes over, and what does he receive right here? Und dann überqueren sie den Jordan und was passiert dann am Ende? He gets a double measure, right? Er hält dieses doppelte Maß am Geist. Okay, then Elijah ascends to heaven, right? Und dann fährt ja Elia in den Himmel auf. What about the two witnesses? Was ist mit den 2 Zeugen? After the period of trial where they're put to death, what happens to them at the end of the period? Nach ihrer Prüfungszeit, wo sie zu Tode gebracht werden, was passiert mit ihnen dann? They ascend up on high, right? Die stehen auch auf und fahren in den Himmel. Okay, it's a symbol, Das ist right? ein Symbol. Okay, so you have also Elisha gets the double measure right here, right? Auch also Elisa, der hier auch das doppelte Maß bekommt, so wie Hiob. Okay, go to Matthew chapter 12. Gehen wir jetzt zu Matthäus 12. So Moses is a type of Christ, right? Mose ist also ein Typus für Christus. Matthew 12, 39 and 40. Matthäus 12, Verse 39 bis 40. But he answered and said unto them, an evil and adulterous generation seeketh after a sign. There shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So Moses in the grave is typifying Christ in the grave, right? Mose, als er im Grab war, schattet Christus voraus, wie er im Grab war. Right? Richtig? And Christ in the grave is like Jonah in the belly for 3 days. Same experience, right? Und Jesus sagt ja, als er im Grab war, ist es genau dieselbe Erfahrung wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war. So when we go to Jonah chapter 2 and verse 6, Wenn wir also jetzt zum Buch Jona gehen, zu Kapitel 2, Vers 6, let's see what Jonah's experience was like. lass uns dann schauen, was die Erfahrung des Jonas war. I went down to the bottom of the mountains, the earth with her bars was about me forever. Yet hast thou brought up my life from corruption. So the belly experience is the
grave experience. Also die Erfahrung in diesem Bauch ist dann auch die Erfahrung im Grab. But what does it say that was about him? Aber was sagt es hier? Was war um ihn herum, um Jona herum? The bars, right? Das waren diese Gitterstäbe. So it's likened unto being in prison, right? Deswegen, es wird hier so mit verglichen, dass er im Gefängnis war. Okay, next quote. Nächstes Zitat. This is Christ coming out of the grave, right? Es spricht jetzt über Christus, wie er aus dem Grab kam. Christ came forth from the tomb glorified. How did Moses come out of the grave? Also Christus kam aus dem Grab verherrlicht hervor. Wie war das mit Mose nochmal? The same, right? War dasselbe. And the Roman guard beheld him. Their eyes were riveted upon the face of him whom they had so recently mocked and derided. In this glorified being they beheld the prisoner whom they had seen in the judgment hall. The one for whom they had plaited a crown of thorns, this was the one who had stood unresisting before Pilate and Herod, his form lacerated by the cruel scourge. This was he who had been nailed to the cross, at whom the priests and rulers, full of self-satisfaction, had wagged their heads, saying, He saved others, himself he cannot save. This was he who had been laid in Joseph's new tomb. The decree of heaven had loosed the captive. What was he? Loosed. Was ist mit Jesus passiert? Er ist freigelassen worden von seiner Gefangenschaft. So he was a captive in the grave, right? He came out of the grave glorified and he was loosed. Also er war ein Gefangener in seinem Grab und dann kam er verherrlicht hervor und wurde hier losgebunden. Okay. Go to John chapter 11. Gehen wir jetzt zu Johannes Kapitel 11. Christ, when he's in the grave, was in a tomb, right? In a rock, right? Christus, als er im Grab war er in einer Grabhöhle, in einem Felsen. Yes? Richtig? Okay, so we're now going to look at Lazarus and just look at the same things. Führer? Und wir wollen uns jetzt Lazarus anschauen und sehen, dass Make the point with Lazarus and then I make my point. dass es dieselbe Geschichte ist mit Lazarus. Verse 1. Johannes 11, beginnt in Vers 1 bis Vers 11. Now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. What condition is Lazarus? In welchem Zustand befindet sich Lazarus? He's sick, Er ist krank. right? Keep that in mind. Halte das in Erinnerung. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death. What's the sickness not unto? Also, was ist diese Krankheit nicht? It's not unto death. Es ist nicht zum Tode. Job was smitten with boils. Was it unto death? Hiob wurde mit diesen Beulen geschlagen. War es zum Tode? No, Satan was not allowed to kill him, right? Nein, Satan wurde nicht erlaubt, ihn zu töten. Okay, but for the glory of God. So the sickness is not unto death, but it was for God's glory, Also er right? sagte, die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Herrlichkeit Gottes. That the Son of God might be glorified thereby. Dass der Sohn des Menschen dadurch, oder der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werden kann. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. When he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Then after that he saith to his disciples, Let us go into Judea again. His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again? Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him. These things said he, and after that he saith unto him, Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may wake him out of his sleep. So, what is he saying Lazarus is? Also was sagt er, in welchem Zustand befindet sich Lazarus? Sleeping, Er right? schläft. Okay, jump down to verse 25. Springen wir jetzt runter zu Vers 25 und 26. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. So Moses was dead, and yet he was resurrected, right? Moses war tot und doch ist er dann auferweckt worden. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Right? This is the whole crux of the gospel here, right? Also, derjenige, der lebt und glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Und das ist der Knackpunkt des ganzen Evangeliums. Right. Verse 38. Vers 38 bis 44. Jesus therefore again, groaning in himself, cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it. Right? Just like Christ's grave, right? There was a cave and a stone was on it, right? Genauso wie beim Grab von Jesus, da gab es eine Höhle und ein Stein war vor der Höhle. Jesus says, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. So when Christ heard about it, how many days did he wait? Also als Christus davon gehört hat, wie viele Tage hat er gewartet? 2 days. 2 Tage. And now he's been dead 4 days, right? Und jetzt, als Jesus dann dahin kam, war Lazarus bereits 4 Tage verstorben. 2 days and 4 days is how many days? 2 Tage und 4 Tage sind wie viele Tage? 6 days, right? 6 Tage. So, what's the relevance of 6 days? Und was ist die Bedeutung von 6 Tagen? So Führer's looking confused, but he was not dead when Christ first got told about it, right? Didn't he say he died? Go back to the... He's sick. No, it says he was sick. But then he also said he died. No. In verse Okay. When he had heard that he was sick, he abode 2 days still in the same place when he was. Right? It says in verse 4, when Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death. Yes, but for the glory of God, right? And verse 6, when he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days. He was sick, he was not dead yet. Right? Okay, so 2 days, and then when he dies, right, because he waited there 2 days and now he dies and now he's going to go, right? But 4 days later, so the Bible wants us to see this. 2 and 4 is 6, right? Also, You can look it up later if you're das müssen wir doubting. nachher nochmal genauer anschauen, aber es scheint jetzt so, dass Jesus 2 Tage gewartet hat, dass Lazarus noch krank war. Und dann ist Lazarus gestorben und 4 Tage später kommt Jesus dann dort an. Okay, on the 6th day, what do you get? Am 6. Tag, was erhältst du? Double, right? Erhältst du das doppelte Maß. You were to gather manna for 5 days, and on the 6th day you got a double measure, right? Du solltest Manna sammeln für 5 Tage und am 6. Tag hast du das doppelte Maß. Okay, you got Elisha getting double, you've got Job getting double, right? Du hast Elisa, der das doppelte Maß bekommen hat, und auch Hiob hat das doppelte Maß bekommen. Now, in the law, right, how there's this rule, right? You were captive for how many years if you were a slave? Gesetz gab es ja diese Regel, wie lange warst du als Knecht gebunden? 6 years, right? 6 Jahre. And at the end of that 6th year, you were set free, right? Und am Ende dieser 6 Jahre wurdest du dann freigelassen. We looked at this, right? This is about the freeing from your captivity. Und wir haben uns das ja angeschaut, das geht dann um diese Befreiung von deiner Gefangenschaft. And all these symbols and all these allegories, they're all teaching us the same thing. All diese Symbole und Allegorien lehren uns immer dasselbe. Okay, so, okay, now we can get... Okay, so we were in verse 39, right? Wir waren in Vers 39 geblieben. Okay, he's been Stehen dead geblieben. 4 days, right? Er war jetzt schon tot für 4 Tage. Verse 40. Lesen wir weiter ab Johannes 11, Vers 40. Jesus saith unto her, Said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? What would they see if she believed? Was würde sie sehen, wenn sie glauben würde? The glory. Die Herrlichkeit Gottes. What did Christ have when he came out of the grave? Was hatte Christus erhalten, als er aus dem Grab kam? The glory of God. What about Die Moses? Herrlichkeit Gottes. Was war mit Mose? The glory of God, right? Selber auch die Herrlichkeit Gottes. Okay, verse 41. Vers 41. Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he had thus spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.
And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto him, Loose him and let him go. Right? He was loosed. Er wurde jetzt hier gelöst. Okay. Führer, what's your point? In Daniel chapter 3, when the 3 Hebrews get thrown into the fiery furnace, Yes. Also Daniel 3, wo die 3 Hebräer in diesen Feuerofen geworfen they wurden. get thrown and bound, and then Yes. Christ comes and Nebuchadnezzar looks at them and says, I saw form and loosed, and Yes. then he says, come hither, come forth. Da wurden sie ja auch gebunden hineingeworfen und dann sieht Nebukadnezar, sagt er, so 4 Männer, die gelöst sind und dann sagt er, kommt heraus Okay. aus dem And what is Feuer. the fiery trial? What is this a symbol of? Und wofür steht diese feurige Prüfung? The cross, right? Für das Kreuz. Christ died, rested on the Sabbath, and was resurrected the third day. Christus Right? starb, hat am Sabbat im Grab geruht und ist am 3. Tage auferstanden. Okay, it's the fiery furnace that you're going to be thrown into. Der Right? feurige Ofen, in den du hineingeworfen wirst. Okay, now we come to the cross. Go to the last quote. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Gehen wir zum letzten Zitat. It says, a strong impetus was given to the reform by the appearance of the plague or great death. Now, what is a strong impetus? Und was ist ein sehr starker Antrieb? Was bedeutet Yes, but what does it mean? Was What's bedeutet what's it talking about? Worüber spricht es hier? Means that the message, right, was given. In a powerful way. Yeah. It now had much more power than it had before, right? Das bedeutet, dass die Botschaft jetzt viel kraftvoller war als jemals zuvor. Now, in all through the prophetic narrative, how does a message get power? Also in der gesamten prophetischen Erzählung, wie erhält eine Botschaft Kraft? Of what? Sorry. No. Okay. Yes, but no. That's not the point. Or yes, it is correct, but it's not the point that Eine Erfüllung von Prophetie, das ist zwar jetzt nicht falsch, aber das ist nicht der eigentliche Punkt. Okay, no, you're still at the wrong. You're missing the point, right? Something has to happen. Okay, so Etwas muss passieren. if something happened out there in the world, right, and nobody told you about it beforehand, it would have no bearing on anything, right? Also wenn da etwas in der Welt passiert und keiner hätte dir zuvor gesagt, dass das passieren würde, dann hätte das überhaupt gar keinen Einfluss auf dich. Just wait a minute, right? So, if Josiah Litch, right, had not made the prophecy beforehand that the Ottoman Empire would fall on August 11th, 1840, would there have been a power on August 11th, 1840? Hätte Josiah Litch nicht vorher diese Weissagung gegeben, dass am 11. August 1840 das Osmanische Reich fallen würde, wäre da irgendeine Kraft dann hinzugekommen zu der Botschaft, als das dann eintrat? Nein. Right. Okay, 1989, right? 1989 Was it a very powerful event? war das ein sehr kraftvolles Ereignis. No. Nein. They didn't know about it till afterwards, Denn wir haben right? es ja erst im Nachhinein verstanden. Right? Richtig. And then they looked back and thought, whoa, that was something, but they missed it, right? Dann haben sie im Rückblick gesehen, boah, da ist ja etwas passiert, da hat sich Prophetie erfüllt, aber wir haben es im Vorhinein, haben wir es verpasst. What about 9/11? Was mit dem 11. September? This catastrophic event that took place that shook the whole world, but did it have a power? And you tell people about 9/11, do they believe it? Ja, also der 11. September, das war ja eine ziemliche Katastrophe, die die ganze Welt erschüttert hat. Aber hatte das irgendwie Kraft dann entfaltet, wenn man No. Leute darüber sagt, glauben sie das? None whatsoever, because it wasn't understood until afterwards, Weil wir right? auch das ebenso erst im Nachhinein verstanden gehabt haben. What is the point of this whole reform line that we're going through? Und was ist der Punkt oder die Absicht der gesamten Reformlinie, durch die wir hindurchgehen? Yeah, so we can know every single waymark that's going to repeat in the future, right? Sodass wir jede einzelne Wegmarke verstehen, wie sie sich in der Zukunft wiederholen wird. Because this time when it comes to pass, you will say, this is going to happen before it happens, right? Jetzt können wir voraussagen, was passieren wird, bevor es eintritt. What comes right here? Was kommt hier? Light. Licht. Right?
Will the light have any power unless you know about it beforehand? Und wird dieses Licht irgendwelche Kraft haben, es sei denn, du weißt es zuvor. Okay, so when this pestilence suddenly comes to a stop there and Jeff goes into the city, will people start to sit up and take notice to what's being said? Wenn diese Pestilenz hier, also das Coronavirus jetzt plötzlich aufhören wird und Jeff dann in die Städte gehen wird, werden dann Leute anfangen zuzuhören. Will they get very much rebuked for their unbelief? Werden sie dann sehr getadelt werden für ihren Unglauben? Oh yes, right? Deep conviction will come upon their hearts, right? Große Überführung wird über ihre Herzen kommen. But when it returns right here, this plague returns right here, what will it then do? Aber wenn diese Plage oder dieses Virus wiederkommen wird, hier im Mitternachtsruf, was wird es dann tun? Greater conviction. It will bring this exceeding bright light, right? Es wird noch größere Überführung bringen und es wird dieses überaus helle Licht mit sich bringen. But it's all about God's people believing and proclaiming beforehand, right? Aber es geht letztendlich darum, dass Gottes Volk das versteht und glaubt und im Vorhinein schon voraussagen kann. Did Noah say that there was a flood coming? Hat Noah im Vorhinein gesagt, dass eine Flut kommen wird? Did everybody call him names and scoff and laugh, right? Haben sie ihn nicht alle verspottet und ihn mit komischen Namen tituliert? But that flood came, just as he said it would, right? Aber die Flut, die kam trotzdem genauso, wie er es vorausgesagt hat. So we're not to worry about the laughers and the scoffers, right? We're to proclaim the message regardless of what people think, right? Deswegen, wir sollen uns nicht um die Spötter so sehr kümmern. Wir sollen die Botschaft verkündigen, egal was da auf uns zukommt. And when it comes to pass, then people will know that you told the truth, right? Und wenn es eintritt, dann werden die Leute sehen, dass du die Wahrheit verkündigt hast. Okay, so we come to this point right here. Remember that at midnight, 21st of July 1844, Samuel Sheffield Snow started to proclaim the midnight cry. Denkt Right? dann, am 21. Juli 1844 hat Samuel Snow angefangen, den Mitternachtsruf zu verkündigen. But when it came to 15th of August, it had much power, right? Aber als es dann zum 15. August kam, hatte diese Botschaft viel Kraft bekommen. So let's see this. Go back to this quote. Lass uns jetzt zurück hier gehen zu diesem Zitat vom großen Kampf. A strong impetus was given to the reform by the appearance of the plague or Great Death, which swept over Switzerland in the year 1519. So we understand that this plague, right, that came back is marking this second time of trouble, or the second pestilence that comes. Und wir verstehen, dass wenn diese Plage hier zurückkommt, markiert es hier diese zweite Zeit der Trübsal, diese zweite Zeit der Pestilenz. We know that in 1918, right, when that Spanish flu came, it went away, and then it came back with great power, right? Und wir wissen ja auch, die spanische Grippe, die kam zunächst einmal, ging dann wieder weg und kam dann mit noch größerer Kraft zurück. Okay, it says here, as men were thus brought face to face with the destroyer, right? So the very first quote we read in Christ Object, not the first quote, sorry, but the quote about Christ Object Lessons, what does it say you come to right here? Also in dem Zitat hier in Christi Gleichnisse 412, was haben wir gelesen? Womit kommen wir hier ins Angesicht? Face to face with death, Wir right? kommen mit dem Tod ins Angesicht. And it says here you're coming face to face with the destroyer. Und in dem Zitat steht hier, dass die Menschen mit dem Zerstörer ins Angesicht kamen. So when Cestius fled, you were to flee to the refuge city, right? Als Cestius wegfloh, da sollten ja die Christen dann zu der Zufluchtsstadt fliehen. Who's coming hot on your heels? Und wer ist dann direkt an deinen Fersen? The destroyer, Der right? Zerstörer. So it says here, as men were thus brought face to face with the destroyer, many were led to feel how vain and worthless were the pardons which they had so lately purchased, and they longed for a surer foundation for their faith. Zwingli at Zurich was smitten down. What happened to him? Und was ist mit Zwingli jetzt passiert hier in Zürich? He was smitten. What was Job? Er ist geschlagen worden. Was war mit He Hiob was passiert? smitten, Er ist right? auch geschlagen worden. So it says, Zwingli at Zurich was smitten down. He was brought so low that all hope of his recovery was relinquished, and the report was widely circulated that he was dead. What about Lazarus? What did they say about Lazarus? Was war mit Lazarus? Was haben sie über Lazarus gesagt?
said that he was dead, right? Sie haben gesagt, er war tot. But what did Christ say? Was hat Jesus gesagt? He's sleeping and it's for God's glory, right? Jesus hat gesagt, er schläft nur und das ist zur Herrlichkeit Gottes bestimmt. In that trying hour, his hope and courage were unshaken. He looked in faith to the cross of Calvary. So what was Zwingli's experience? Was war Zwinglis Erfahrung? Did he lose faith? Hat er den Glauben verloren? No, he believed the promises, right? Nein, er hat den Verheißungen Glauben geschenkt. Trusting in the all-sufficient propitiation for sin, when he came back from the gates of death, it was to preach the gospel with greater fervor than ever before. And his words exerted an unwanted power, right? So when he came out of the grave, what was there? Als er aus dem Grab hier kam, was ist da passiert? An unwanted power, right? Eine nie bisher dagewesene Kraft. So when Isaiah saw the glory of God, he said, "Holy, holy, holy." The whole earth was full of his glory, Als right? Jesaja ja die Herrlichkeit Christi gesehen hat, kam der Ausspruch, heilig, 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 die ganze Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. So Lazarus, who's in the grave, it was likened unto a sickness, right? Und Lazarus, als er im Grab war, das wurde ja mit einer Krankheit verglichen. Job was smitten from boils from the sole of his foot to the top of his head. Und Hiob wurde ja mit den Beulen von Kopf bis Fuß geschlagen. Now the Black Death, this is talking about, what did the Black Death look like? Und der schwarze Tod oder die Pest, die hier Zwingli erhalten hat, wie hat die ausgesehen? Boils Das waren Beulen all over your body, right? entlang deines ganzen Körpers. Okay, so what is it saying about how you're going to come face to face with death right here? Was sagt es hier? Wie wirst du hier mit dem Tod ins Angesicht kommen? Sorry? Right. Durch das Coronavirus. Now, Job, when he got these boils, what did all his friends say about him? These three friends that were accusing him? Als Hiob diese Beulen bekommen hat, was haben die ganzen Freunde gesagt über ihn? Womit haben sie ihn angeklagt? They were saying, yeah, God is punishing you, right? Sie haben gesagt, Gott hat dich bestraft. But it was not unto death, right? Aber es war nicht zum Tode. So how is our faith going to be tested? Wie wird also unser Glaube getestet werden? You have to think about that, right? Müssen Because wir darüber everybody's going to say, yeah, look, you're all false prophets, and there's God punishing you for it, right? nachdenken. Alle werden sagen, ja, schaut, ihr seid diese falschen Propheten und schaut an, Gott bestraft euch gerade. Right? Richtig? So, unless you want to spiritualize what it's saying away, right? Sei denn, du möchtest das, was es sagt, hier vergeistlichen. But it's very clear if you bring all those things together, that's going to look like that you're being receiving these judgments of God upon you, but it's not. It's Satan coming down, and the Lord allows him to do this for two things. Und es wird dann, oder du wirst dann mit dem Tod ins Angesicht kommen. Und es ist dann Gott, der dem Teufel erlaubt, das zu tun, wegen zwei Dinger. To see whether you really believe those promises. Um zu zeigen, ob du wirklich diesen Verheißungen Glauben schenkst. That it's not really unto death. Dass es nicht wirklich zum Tode ist. And also to test all those people to see if they really believe God's word that are going to scoff and mock and laugh. Und ebenso auch die anderen zu testen, die, ob sie wirklich Gottes Wort glauben, nämlich die Spötter und diejenigen, die dich verlachen werden. Okay, so in order for this to have any effect, what must you do? Und damit du eine Wirkung, oder damit das irgendeine Wirkung haben kann, was müssen wir tun? Yes, you must stand and proclaim it in advance, Du right? musst stehen und diese Sachen im Vorhinein verkündigen. Right? Richtig? Regardless of what people think, how crazy you are, right? Egal, was die Leute von dir denken, wie verrückt du auch sein sollst. Everybody thought Noah was a crazy lunatic. Alle haben über Noah gedacht, dass er ein Verrückter wäre. Okay, and God's people will go through the exact same experience as all those prophets went through in the past. Und Gottes Volk wird genau durch dieselbe Erfahrung gehen wie all die Propheten aus der Vergangenheit. Shall we close with prayer? Also mit Gebet abschließen.